Das Auftaktspiel beim HSV, es geht los, der Start in die letzte Saison. Viele Transfers habe ich getätigt, ein paar Abgänge. Einer davon, der könnte heute auch sein letztes Spiel machen, und zwar Koopmeiners. Der ist nämlich auf dem Weg nach Barcelona. Hansi Flick hat mal angeklopft, ca. 75 Millionen sind da im Raum. Ansonsten viele Nachwuchsleute, die schon eine gewisse Stärke haben. Ja, ich möchte auch noch einen richtig guten Ersatz kriegen. Schöne Choreo übrigens für Uwe Seeler. Und ihr seht heute zum ersten Mal die neuen Auswärtstrikots, die also die Umfrage gewonnen haben mit dem neuen oder mit dem alten Logo aus den 80er Jahren. Das ist bei vielen Fans immer sehr, sehr beliebt und von daher, ja, starten wir rein. Es geht los, die Gegebenheiten sind klar. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen im letzten Part. Wenn nicht, schaut euch den letzten Part nochmal an, dann wisst ihr, was hier Sache ist. So, ich bin sehr, sehr gespannt, wie uns hier der Auftakt gelingt gegen den HSV oder halt auch nicht. Ich weiß, letzte Saison haben wir hier ein kurioses 3-3 geholt. Straffe und strenge Blicke hier von mir. Braithwaite, wir haben Simon. Wir haben auch einen neuen Linksverteidiger und zwar ist es Quiroga von Benfica Lissabon. Brown ist zum FC Chelsea gewechselt und wie gesagt, der Koopmeiners könnte heute sein letztes Spiel machen. Der ist nämlich schon auf gepackten Koffern auf dem Weg zum FC Barcelona. Da müssen wir dann natürlich nochmal Ersatz finden. Aber bis dahin hoffe ich, dass er heute nochmal ein richtig gutes Spiel macht. Vielleicht belohnt er sich ja nochmal mit einem Tor oder so. Auf jeden Fall mit einer guten Leistung. Der HSV, den kann ich auch nicht so richtig einschätzen. Jatta ist vorne zum ersten Mal. Achtung, Bakkeri Jatta, der Lupfer und vorbei. Der ging nämlich sonst immer rein. Oder die Lupfer, die gehen meistens immer rein. Der ging Gott sei Dank ein Stück vorbei. Macht eigentlich alles richtig, aber wir waren da. Santos im Tor. Ersatzkeeper habe ich natürlich auch bekommen vom VfL Bochum. Auch sehr, sehr wild wieder. Weißt du, der Keeper... Die Geschichte muss ich gleich nochmal erzählen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal hier auf Fitzjim. Auch ein sehr, sehr merkwürdiger Name, ey, Fitzjim, aber gut. Was soll's? Ja, also zu der Geschichte. Der Keeper hatte eigentlich ein Angebot von mir abgelehnt. Ist dann woanders hingewechselt, zu Leeds United. 2 Tage später klopfe ich an bei Leeds und die verkaufen ihn einfach wieder. Wie dumm ist das denn? Also die kaufen sich einen Spieler und lassen den einfach 2 Tage später wieder gehen. Aber gut. Man muss die Gegebenheiten hier nutzen, ne? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und von daher habe ich das hoffentlich gut ausgenutzt. Ja, der neue Rechtsverteidiger auch Cruz. Rega ist natürlich der Ersatz, den man dann auch mal im Mittelfeld einsetzen kann. Aber im Mittelfeld brauche ich halt nochmal jemanden, weil uns Koopmeiners verletzt. Höchstwahrscheinlich, da haben wir nochmal ein bisschen Geld übrig. Und dann hoffen wir hoffentlich einen guten Kader zusammen. Für die Champions League weiß ich nicht ganz genau. Ich habe ja das Ziel eigentlich ausgegeben, dass ich das Ding gerne gewinnen möchte. Nach der letztjährigen Finalniederlage gegen Barcelona. Aber mal gucken. Ja, deutscher Meister wird, denke ich, auch schwer, weil die ganzen Leute halt ihre Upgrades nicht bekommen haben, weil halt EA meine Karriere gelöscht hat. Das wäre halt sehr, sehr interessant mal zu sehen, wie die sich machen würden mit den Upgrades. Ikitike, erste vernünftige Chance und es braucht wahrscheinlich ein bisschen. Wir werden hier uns so ein bisschen reinfuchsen müssen. Ja, auch mit den neuen Spielern, da muss ich erstmal die Gegebenheiten rausfinden, wie schnell die sind, wie langsam die sind, wie die sich so in den Zweikämpfen machen und hast du nicht gesehen. Also von daher auch hier nochmal die Bitte, euch so ein bisschen zu gedulden, bis es dann volle Kraft vorausgeht. Ja, der HSV, der macht das leider echt nicht schlecht momentan in der Anfangsphase. Lassen uns so ein bisschen alt aussehen und Santos macht aber hoffentlich einen besseren Job als letztes Jahr. Muss ich ja jetzt so sagen. Und Ikitike mal gucken, wie viel Scorer dieses Jahr er macht. Und auch Can Uso, die beiden bleiben dann natürlich. Das heißt, wir werden dann nochmal ein bisschen Spaß haben. Ikitike! Guter Schuss. Und dann weise ich nochmal darauf hin, dass meine Road to EAFC 26 ja, bald beginnt mit den Abstimmungen. Die Roadmap hatte ich euch ja gezeigt im letzten Part. Wenn nicht, schaut da auch gerne nochmal rein. Es wird, glaube ich, so in den nächsten 1-2 Spielen wird es dann schon die erste Phase geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei euch ankommen wird, wie das auch so, ja, läuft. Wie viele Leute mitmachen. Ich hoffe, ganz viele machen mit. In jeder Voting-Phase wird nämlich sehr, sehr wichtig. Und wieder Ikitike, ihr habt die Chance. Ihr könnt euch nicht hinterher beschweren und sagen, oh, ich habe davon nichts gewusst. Oder hätte ich mal mitgemacht. Ihr habt jetzt die Chance, Mundpropaganda zu machen. Macht Werbung für diese Road to EAFC 26. Und dann gucken wir einfach mal, welcher Verein es am Ende wird. So, die Flanke, oh, die ist stundenlang in der Luft. Da liegt Schnee drauf, sagt man so gerne.
Nächste Chance läuft. Adingra, Usun vorne, wenn er mal durchläuft. Ekitike, aber Usun läuft ganz oben durch. Jawohl. Und wo ist jetzt Ekitike? Die beiden, die haben sich gut gefunden. Da ist der eine und da ist der andere. Oh, der war im Tor. Hier seht ihr nochmal von nahen die Trikots. Ich finde die super. Vor allem dieses Logo aus den 80ern. Das finde ich halt richtig, richtig cool. Vorne zugeknöpft. Und das neue Heimtrikot habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Das gibt es dann ja im nächsten Part, wenn wir dann ein Heimspiel haben. Ist aber auch ein sehr, sehr schönes, sehr schlichtes geworden. Also mein Favorit ist das Auswärtstrikot. Ich finde das richtig, richtig cool gemacht. Aber auch das Heimtrikot ist nicht schlecht. Fitzjim, noch 5 Minuten, dann ist Halbzeit. Hat sich jetzt so ein bisschen verflacht, das Spiel. Wir sind ein bisschen, stabiler, wollte ich sagen, in der Verteidigung. Auch das wird sich nie ändern, Gegner stark zu reden oder Situationen, die sich von dem einen auf den anderen Moment drehen können. Das wird auch immer so sein. Das wird sich auch nie verändern. Achtung, Koopmeiners, müssen wir gewinnen. Und dann ist es das berühmt-berüchtigte, schwere erste Spiel in der neuen Saison reinzukommen. Viele Neuzugänge. Wie gesagt, einen großen Abgang wird es noch geben. Aber ansonsten sehe ich die Truppe eigentlich auch so gut aufgestellt. Also wie gesagt, das sind viele junge Leute mit großem Potenzial. Die würden ihr Potenzial in den nächsten Jahren auf jeden Fall abrufen. Das ist dann die neue Generation, die Nachfolgegeneration unter anderem. Und Fofana kriegt halt dann einen neuen Mitspieler. Hier haben wir jetzt nochmal Koopmann, das müssen wir genießen. Vielleicht verabschiedet er sich nochmal mit einer Vorlage. Adingra. Fofana ist nochmal da, dürfte die letzte Chance sein. Adingra und Usun. Komm, der kann es doch auch aus dem Stand. Die letzte Chance. Vor der Pause, dann geht es mit dem 0-0 rein. Und es ist aber trotzdem ein gutes Spiel gewesen. Bislang, muss ich sagen. Wir finden natürlich wie immer, du kannst nicht alles wegverteidigen, du kannst nur die Fehler minimieren. Und vorne sieht das eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. So sieht es halt aus hier. Wir haben Simon, Cruz und Quiroga, das sind halt 3 neue. Brentwaite. Dann haben wir auf der Bank unseren neuen Keeper hier, Pinto, der erst bei Bochum war, dann bei Leeds United und dann zu mir. Innerhalb von einer Woche ungefähr. Matos, auch ein junger Engländer, großes Potenzial fürs Mittelfeld. Dann haben wir Koch von Heidenheim, Mittelfeldspieler. Der wird, denke ich, erstmal dann für Koopmeiner spielen, aber ich möchte eigentlich bis zum nächsten Heimspiel dann einen neuen Spieler haben, der eventuell so stark ist wie Fofana. Da muss ich natürlich ein bisschen Geld hinlegen, aber ich habe dann auch das Geld, über 90 Millionen auf jeden Fall. Und von daher hoffen wir mal auf einen guten Nachfolger für Koopmeiners. Anders einfach, vielleicht nicht besser, vielleicht auch besser, anders auf jeden Fall. So, Fofana, da ist er. Der wird auch wieder sehr, sehr wichtig. Gerade wenn Koopmeiners geht, brauchen wir irgendwie eine sichere Stütze im Mittelfeld. Und das wird er auf jeden Fall sein, hoffe ich zumindest. Ekitike gegen El Fadli. Ekitike! Vorbei. Schade, der war ganz knapp. Der hat auch übrigens ein Upgrade oder eine kleine Veränderung bekommen. Ihr seht, die Frisur ist ein bisschen anders. Viele Spieler haben ein neues Spielerbild bekommen. Auch da vom Modell her neues Upgrade. Aber das kann ja nicht der Grund sein, warum meine Karriere gelöscht wurde. Also, kann ich überhaupt nicht verstehen. Und selbst wenn, wie unlogisch wäre das denn? Adingra, schön gemacht. Fofana und jetzt über die andere Seite. Fofana. Quiroga ist auch schnell. Linksfuß von Benfica Lissabon. Da ist Fofana, allein gegen alle. Wo ist Ekitike? Da ist Ekitike, aber es ist zu kompliziert. Da ist es wieder zu kompliziert von mir. Vielleicht ganz einfach, vielleicht über Usun. Abgefälscht. Oh, der Keeper war schon auf dem Weg ins andere Eck. Fitzjim und Bakeriata. Die ersten Minuten hier gehören uns in der zweiten Halbzeit. Und die Hamburger kommen über Fitzjim. Scheint auch so ein Jugendmann zu sein. Quiroga und jetzt. Platz haben wir über links. Wie schnell und gut spielen wir es zu Ende. Fofana, komm, kriegt er den? Ja, Ekitike, komm. Oh, ist der Keeper. Schade. Ein Stück zu lang. Ein Stück zu lang. Aber Achtung, Heuer Fernandes. Natürlich, das ist dann easy ausgespielt. Das sind ja nicht mehr so die großen Probleme. Koopmann ist sehr stark. Das wird auch halt fehlen. Diese Zweikampfstärke. Aber ich suche natürlich auch jemanden, der ihn ersetzen kann. Adäquat, ja, der auch sehr zweikampfstark ist, der vielleicht auch von Weitem mal was probieren kann. Und vielleicht, wie gesagt, finden wir da einen besseren.
Oder jemand, der das anders löst. So, Heuer Fernandes. Achtung, Eigentor wäre doch auch nicht schlecht. Aber unser erstes Saisontor will ich doch dann gerne selber schießen. So, Heuer Fernandes, der weiß nicht wohin. Natürlich, und dann geht das über Nil. Ganz entspannt. Nach vorne Poreba und Balde. Der ist wahrscheinlich auch schnell. Oh, Cruz kommt nicht ran. Da zahlt er ein bisschen Lehrgeld. Balde gegen Brentwaite. Ja, Brentwaite fehlt jetzt in der Mitte. Jetzt muss er wieder rein. Sonst haben wir da Unterzahl. Balde, Poreba, Nil. Jetzt steht er dicht hinten drinne. Möchte ich sagen. Oh, der rutscht durch. Achtung, Poreba! Ah, ne, Fitzjim. Mein persönlicher Freund hier. 1:0 für den HSV. Ja, maximal unglücklich wieder. Wie das Gegentor zustande kommt. Der rutscht irgendwie durch. Irgendwie ist noch einer dran mit dem Fuß. Hier, da. Zack, ich glaube, es war sogar Adingra und dann ist es Fitzjim. Müsste es am Ende gewesen sein. Der eiskalt bleibt. Und es ist Fitzjim, natürlich. Erstes Tor, natürlich im ersten Spiel. Wie soll es auch anders sein? Und die Führung für den HSV. Ja, maximal unglücklich, aber auch hier gilt wie letzte Saison auch weitermachen. Hilft nichts. Einfach weitermachen. Wir werden unsere Chancen hoffentlich noch bekommen in diesem Spiel. Ekitike. Uso wird sofort bearbeitet. Du kannst dich auch hier wieder nicht schnell genug drehen, dass es Hammer hat. Uso, und jetzt vielleicht die Drehung. Und jetzt rein damit. Usun! Das sind wir von ihm gewohnt. Can Usun. Unser erstes Tor in der neuen Saison. Da gehe ich direkt mal aus dem Sattel, ey. Mit meinem Hemd schön in der Hose drinne. Und der direkte Ausgleich. Ganz wichtig. Hier. Schön freigespielt. Und dann, wenn nicht er die Technik hat, wer dann? Also und dann den so unter die Latte einzuschweißen. Das ist halt auch einfach gut. Heuer Fernandes, der kommt nicht ran. Eventuell, keine Ahnung, hätte er den noch gehabt oder haben können. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch Leitch und Collins. Da will ich eigentlich auch noch mal einen Ersatz holen. Weil, wie gesagt, 73, 74 ist es auch nicht unbedingt der 1:1 Ersatz, den ich gerne haben wollen würde. Von daher, Bahoya ist halt auch immer noch da. Ne? Den könnte ich jetzt auch eigentlich mal reinbringen. Listisch hat nur eine 70. Das tut mir so ein bisschen weh. Den habe ich bei Münster großgezogen. Der hat bis an die 80 oder über eine 80 schon gehabt. Jetzt fängt er wieder bei einer 70 an. Ist halt nur für die eine Saison. Was willst du machen? Da kannst du nicht viel zu sagen. Ich habe mich jetzt genug drüber aufgeregt. Wir machen das Beste draus. Wie immer. Und, genau. Bahoya kommt mal rein. Und dann schauen wir mal, was die letzten 15 Minuten noch so geht. Auswärtssieg oder Sieg generell zum Start wäre halt richtig wichtig, ey. Ja, gerade mit den neuen Leuten, gerade gegen so einen Gegner wie den HSV. Das werden auch wieder sehr, sehr verzwickte Spiele gegen solche Gegner. Wahrscheinlich schwerer als zum Beispiel gegen Dortmund oder Leverkusen oder Leipzig. Ekitike. Er darf natürlich nicht fehlen. Spiel gedreht innerhalb von 2 Minuten. So wichtig. Und das steht einfach jedem Spieler. Die Lichtbugs, okay, das kann ich nicht verhindern, aber ansonsten sieht es richtig, richtig gut aus. Die Ekitike setzt sich durch und dann rechts wie links. Hat Glück, dass Fernandes nicht ganz rankommt. Aber trotzdem hier, schön gemacht. Da ist dran, aber sieht halt unglücklich aus. Und Usun und Ekitike, das Traumduo, auf die wird es halt ganz besonders ankommen in der Saison. Ja, und auch das ist geblieben, dass wir Spiele drehen können. Viel Spektakel, viele Tore, das ist noch nicht vorbei hier. Der HSV kommt über Balde. Cruz kommt nicht ran, Fofana ist da. Komm, muss er haben. Komm, setz dich durch, du bist da viel stärker, jawohl. Auch wenn er da nicht rankommt, da kommt er aber ran. Und dann gibt es direkt die nächste Chance. Ekitike, das sieht nach Fußball aus. Schöne Kombination hier. Adingra, ja, vorne habe ich zu spät gesehen. War leider im Absatz schon Usun. Adingra, jetzt können wir auch mal versuchen, das Spiel so ein bisschen zu beruhigen, aber das ist heute ganz wild. Das wird heute nicht funktionieren. Wenn wir hier das dritte machen, dann ist es durch. Vielleicht machen wir es jetzt. Adingra, Ekitike, wer kommt hinten? Da ist keiner, dann kommt Usun. Per Außen. Röso, was ist das? Was ist denn das für ein Traumtor? Wow, Can Usun. Haut direkt beim ersten Spieltag das Tor der Saison bislang raus. Wahnsinn. Den hat er aber satt getroffen. Über Fernandes drüber.
Ich dachte, der schießt mit dem Außenriss. Ich wollte den schön reinschlänzen. Und dann holt er so ein Ding raus. Zack. Oh, schönes Tor. Und das am ersten Spieltag. Dafür mal einen Daumen nach oben da, bitte. Und natürlich ein kostenloses Abo. Sehr, sehr starkes Tor. Also Doppelpack von Usun. Ein guter Auftakt hier in Hamburg. Das sah nach dem Rückstand jetzt nicht unbedingt danach aus, aber wir haben dann die Verhältnisse wieder gerade gebogen. Die Kräfteverhältnisse, so würde ich das sagen. Aber Achtung, noch hat der HSV 1-2 Minuten, wenn die jetzt nochmal einen Anschlusstreffer machen. Nee, das ist vorbei. Selbst wenn die jetzt nochmal rankommen würden. Und sie kommen natürlich ran. Wie soll es auch anders sein? 3-2, hier ist wieder jeder Schuss ein Treffer. 5 Tore im ersten Spiel. Und Bajda. Auch der kann schießen. Ja, es war auch nicht von schlechten Eltern, das Tor, muss man sagen. Ich bin gespannt auf mein Torverhältnis, ey. Ob ich wieder 100 Tore schieße, ob ich 50 Gegentore bekomme. Jetzt müssen wir nochmal kurz wach sein. 1-2 Minuten hätten die Hamburger noch, aber das sollte jetzt vorbei sein. Ja, also Minute 92 läuft. Schiri darf gerne abpfeifen, oder? Kriegen wir nochmal eine Chance? Ja, dann kriegen wir nochmal eine Chance. Über Quiroga gegen Sagué. El Fadli kommt dazu. Dann machen wir auch noch ein Tor. Also wenn der Schiri jetzt noch nicht abpfeift, dann kommt Use nochmal. Aber jetzt dürfte Schluss sein. Also Sieg Nummer 1 in Spiel Nummer 1 beim HSV. Das letzte Spiel von Kopenhagen. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Der FC Barcelona wird das Ding festziehen. Und dann brauchen wir Mr. X fürs zentrale Mittelfeld. Und vielleicht hier und da nochmal so 1, 2 kleinere Backups. Aber das werde ich, wie gesagt, alles offscreen ganz in Ruhe machen. Hier sehen wir schon mal ein paar Ergebnisse. Darmstadt verliert, die Bayern gewinnen zum Auftakt. Kiel 2:2 in Augsburg. Nach 5, 6 Spielen, wie immer, sage ich ja immer gerne, da kann man so ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht in der Saison. Jetzt haben wir natürlich noch ganz viele Angebote hier, die ich natürlich blocken werde. Hier, ihr seht, Kopenhagen auf dem Weg zu Barcelona von Villarreal. Das habe ich abgelehnt, weil ich dachte, ich könnte so ja, an die 82 Millionen bekommen. Wollten sie nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, guck mal, der ist 30. Und für einen 30-Jährigen so viel Kohle noch zu kriegen, das kannst du eigentlich nicht ablehnen. So, Santos, nee, behalte ich. Der soll auch nur geliehen werden. Leihe zum Kauf, Quatsch. Das blocke ich auch, weil das ist mein Stammkeeper Nummer 1. Oder mein Stammkeeper, der muss bleiben. Und ansonsten, ich zeige euch das auch gerne nochmal, habe ich auch sehr viele Jugendleute halt auf die Bank geholt. Ne, ihr seht hier, die hatten wir schon im letzten Part. Fernandes, Linksverteidiger, das wäre was geworden, wenn ich Quiroga nicht bekommen hätte. Mokio ist auch jemand mit viel Potenzial, hohes Entwicklungspotenzial, aber ich brauche halt jemanden für diese Saison. Und deswegen brauche ich jetzt auch jemanden für Kopenhagen als Ersatz. Vielleicht kriegen wir ja noch mit, wie er den Verein verlässt. Und der nächste Gegner ist Augsburg zu Hause. Also gerade am Anfang der Saison, da können wir richtig viele Punkte gut machen. Und ja, also hier ist der Abgang von Kopenhagen, das ist die Szene. Viele gute Spiele für uns gemacht. Also ich habe gern mit ihm gespielt, das war eine richtig gute Stütze. Und jetzt wird er nochmal seinen letzten Vertrag erfüllen beim FC Barcelona und wird für satte 75 Millionen Euro als 30-Jähriger zum FC Barcelona wechseln. Wirst du auch so oft nicht mehr sehen. Natürlich gibt das ein A. So, und jetzt haben wir natürlich nochmal ein bisschen Spielraum. Jetzt gucken wir mal, wie gut wir da besetzt sind. Wir haben zwar Fofana, wir hätten Martos, aber ich muss da jemanden kriegen, der im Regal von Fofana liegt. Also wir haben jetzt nochmal, wie viele Millionen haben wir zur Verfügung? Ich schaue jetzt gerade nochmal drauf. Wir haben jetzt nochmal 101 Millionen. Also da werde ich ja irgendwie mal einen Ersatz kriegen. Vielleicht nicht jemand mit einer 86er Stärke, aber so 83, 84 sollte es dann schon sein. Der erste Blick auf die Tabelle lohnt sich, weil wir sind Zweiter hinter dem VfB. Bayern, Hoffenheim, das wird sich alles so zurecht rücken. Heidenheim sind auch ganz oben mit dabei. Dortmund ist jetzt 16. erstmal, Freiburg 17. Darmstadt 18. Wie gesagt, da fehlt mir auch Preußen Münster, da fehlen mir halt, das ist nicht das gleiche wie als wenn ich die letzte Saison gehabt hätte, aber das habe ich ja schon im letzten Part alles gesagt. Wir nehmen es jetzt so wie es ist, wir können es eh nicht mehr ändern. Ich suche noch nach einem Kopenhagers Ersatz und dann starten wir rein ins erste Heimspiel gegen den FC Augsburg. Dann seht ihr auch die ersten Male oder das erste Mal das neue Heimtrikot und eventuell startet schon dann die erste Umfrage zu meinem EAFC 26 Karrieremodus, Roadmap. Behaltet das immer im Hinterkopf, behaltet das immer im Blick. Ich sage das immer zu Beginn eines Videos und von daher sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.